Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Vlog mit eurer Anime-Nerdin Ryume. Ich war gestern beim Manga Day 2025 und wollte euch einmal so einen Überblick geben, wie der Tag war und was es für coole Sachen da gab und ja, die ein oder andere Blamage. Genau, und was ich alles so abgestaubt habe, damit ihr so eine Übersicht habt und vielleicht nächstes Jahr auch gerne dabei sein wollt. Deswegen bleibt gerne dran, wir beginnen mit dem Video. Ja, und zwar findet ja jedes Jahr in ausgewählten Filialien, unter anderem Thalia, das kennt, denke ich mal, jeder, unbezahlte Werbung, aber auch noch in vielen anderen Läden, ja, der Manga Day statt. Und ich habe das erste Mal letztes Jahr davon per Zufall erfahren, weil ich genau an dem Tag in einer Thalia-Filiale war und dann war halt diese Aktion und dann konnte ich mir 3 Mangas aussuchen. Und dieses Jahr ist das so gewesen, dass ich so ein bisschen gezielter danach geschaut habe, wann das anfängt. Ich habe leider den Zeichenwettbewerb verpasst, weil man konnte auch noch bei einem Zeichenwettbewerb mitmachen. Da musste man eine Woche vor dem Manga Day die Zeichnung allerdings abgeben. Da habe ich leider verpasst. Aber ich habe mir die Gratis-Sachen geholt. Ich weiß natürlich nicht, wie es in jeder Filiale aussieht. Vielleicht ist das bei jeder so ein bisschen unterschiedlich, aber in der ich war, konnte man auf jeden Fall so einiges ergattern. Und das würde ich euch gerne jetzt alles zeigen. Man wurde direkt am Eingang erstmal mit so einer riesigen Hintergrundleinwand begrüßt, wovor man Fotos machen konnte. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass am Anfang im Laden auf der linken Seite die noch so einen Bubble Tea Stand hatten. Ich wusste nicht, ob man die Bubble Teas kostenlos kriegt oder nicht, aber weil zu viele Menschen um den Tisch herum waren und ich keine Lust hatte, da zu warten, bin ich einfach weitergegangen. Aber ich finde cool, dass sie da wirklich sehr, sehr viele so kleine Stationen gebaut haben und ich frage mich, wie das in anderen Thalia-Filialien war oder allgemein in anderen Läden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob die da bei euch noch andere Aktionen hatten. Das würde mich sehr interessieren. Dann bin ich auch schon direkt hinten in die Manga-Abteilung gegangen und an der ersten Station hat man Buttons gekriegt. Man konnte sich dann 2 Motive aussuchen und ja, diese wurden dann selbst gebuttet. Das sind die beiden Buttons, die ich ausgesucht habe. Also die anderen Bilder, die kannte ich nicht. Ich kannte die Mangas nicht oder den Anime nicht. Und dann dachte ich, okay, Pokémon geht immer. Wie ihr sehen könnt, ich bin ein großer Pokémon-Fan. Ich sammle auch gerne Pokémon-Karten. Habe ich hier Ash und Pikachu mitgenommen. Sehr süß. Finde ich auch ziemlich cool, dass sie das selber gemacht haben. Man durfte 2 Buttons pro Person mitnehmen. Ja. Dann ging es ab zur nächsten Station. Hier hat man so ein kleines Heftchen gekriegt und da konnte man die Übersicht aller Mangas sehen, von denen man was kostenlos aussuchen konnte. Ja, ich habe dann 3 Stück ausgewählt und die Verkäuferin hat mir dann meine Auswahl gegeben. Ich zeige euch erstmal die 3, die ich ausgesucht habe und dann die 3, die mein Mann ausgesucht hat. Ich habe mich für diese 3 hier entschieden. Also eigentlich bin ich nicht mehr so, ja, Shoujo, Romance, Fan. Ich habe das früher als Teenie sehr, sehr gerne gelesen. Nana habe ich auch den Anime geguckt, obwohl Nana hätte ich jetzt eher als was anderes eingestuft. Aber ich fand die interessant. Also den hier fand ich sehr, sehr interessant von der Story her. Genau, da geht es irgendwie um 2 Menschen, die irgendwie in derselben Firma arbeiten und dann in ihrer Freizeit quasi eine andere Identität haben oder sich da halt in so bestimmten Szenen bewegen. Genau, Nana kennen viele von euch. 2 Frauen, die aufeinanderstoßen und beide Nana heißen, aber vom Charakter unterschiedlich wie Tag und Nacht sind, aber voneinander irgendwie bereichert werden. Und diesen hier, genau, da geht es irgendwie um so ein Dreiergespann aus 2 Mädels und einem Jungen und die eine hat sich irgendwie in den verliebt und dann kommt aber heraus, dass der Typ eigentlich schon mit der anderen Freundin länger eine Beziehung hat und das irgendwie verheimlicht haben. Also so ein bisschen Dreiecksbeziehung, ja, schwierig, kompliziert, dramatisch und sowas. Ich fand die sehr interessant. Also da gab es noch viele, die ich interessant fand, aber man durfte 3
3 pro Person auswählen. Genau, und dann, mein Mann hat sich die 3 hier ausgesucht. Von der Story habe ich keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Vielleicht lese ich mir die auch durch, leihe ich mir aus oder so. Mal schauen. Also Ripper. Dann hier Sander und Ragnarok. Von Ragnarok, der Name sagt mir was. Das habe ich irgendwann mal gehört. Ich glaube, das ist auch ein sehr uralter Anime oder Manga. Boah, ich weiß es nicht. Aber die beiden sagen mir auf jeden Fall nichts. So schon Jump, Abenteuergeschichten mag ich sehr. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Kategorie die sich bewegen, beziehungsweise ob das überhaupt auf den Mangas draufsteht. Genau, aber kann man ja nochmal nachschlagen, um was es da geht. Also ich finde das sehr toll. Guck mal, wie dick die sind. Mir hat schon jemand in den Kommentaren geschrieben, dass die nicht so 100%, sondern eher so 78, 80% so dick wie das Originale sind, aber das finde ich richtig klasse, weil damals in meiner Zeit, also als ich noch jünger war, gab es immer nur diese, ich weiß nicht, ob ihr das, ja doch einige kennen und das wahrscheinlich von euch, da gab es diese sehr, sehr dicken Ausgaben. Ich glaube, die hießen Manga, ich bin mir nicht sicher. Das war so ein richtig fettes Buch, da war immer sehr viel Werbung drin und man hat immer nur so 3, 4 Seiten von einem Manga lesen können. Das war immer so ein bisschen blöd. Ich finde das hier richtig klasse, dass man wirklich hier so einen besseren Einblick und besseres Gefühl dafür bekommt, ob der Manga, also die Story einem zusagt. Also ich finde diese Aktion so klasse und nächstes Jahr werde ich natürlich auch definitiv dahin gehen. Dann habe ich mich auf die Suche nach der nächsten Station gemacht und ich habe die auch gefunden, und zwar das My Hero Academia Quiz. So sehen die Fragen aus und ich muss sagen, bei der dritten Frage hatte ich echt so ein bisschen Schwierigkeiten. Das Lösungswort war One for All und dann konnte ich auch schon meinen Gewinn abholen. Ein richtig tolles Poster. Genau, dann kommen wir zum Peinlichen. Der My Hero Academia Quiz. Obwohl ich My Hero Academia geguckt habe, also ich warte auf die neueste Staffel, ich bin bei der aktuellsten Folge und ich hype diesen Anime voll. Ich habe sogar Figuren von Oshako Uraraka und noch ein paar anderen im Wohnzimmer, also ich bin eigentlich ein Fan davon, aber bei einigen Sachen musste ich tatsächlich nochmal nachgucken auf dem Handy, weil ich einfach ein bisschen unsicher war. Das, was mich halt richtig wahnsinnig gemacht hat, ist diese Frage hier. Die lautet, Frage 3, wie heißt die Schule, die Deku, Bakugo und Co. besuchen? Und ich kenne halt die UA-Oberschule, ne? Und dann habe ich erstmal UA-Oberschule geschrieben und dann dachte ich mir so, das ergibt keinen Sinn, weil ich habe alle Lösungswörter hier runtergeschrieben und dann dachte ich, okay, das muss One for All sein, aber bei dem letzten Buchstaben hätte ich hier halt ein L reingemusst. Und ich dachte mir, Schule, das passt ja nicht, dann wäre das ein E gewesen. Und dann habe ich da sowas Dummes hingeschrieben wie UA Oberschool. Dann dachte ich, okay, das passt schon. Und erst später habe ich dann nochmal nachgegoogelt und dann gesehen, ja nein, UA High School hätte ich schreiben sollen. Aber es war halt alles Deutsch und ich dachte mir, nein, keine Ahnung, ich war irgendwie total verwirrt, auf jeden Fall sehr peinlich. Aber ich habe das Lösungswort rausbekommen. Und ja, das, was wir dann geschenkt gekriegt haben, war dieses coole, spezielle Poster hier. So sieht das Ganze hier aus mit also ganz vielen Charakteren von My Hero Academia. Die sind aber alle so ein bisschen schicker angezogen, als wäre da irgendwie eine Feier, also nicht in den üblichen Klamotten. Alle mehr so in Rot, Weiß und Schwarz. Und hier, was ich auch sehr cool finde, so in alltagschilligen Klamotten, haben wir hier Kirishima, Mina, Bakugo, Shoto, Midoriya beziehungsweise Deku und Uraraka. Das ist auch ziemlich cool. Ich dachte erstmal, das wäre so ein großes Poster. Ich habe mir das erstmal nicht so richtig angesehen. Und als ich zu Hause war, habe ich gesehen, okay, man kann das gar nicht aufmachen. Weil hier sieht das halt so aus, als wäre das abgehackt, als würde da eigentlich oben noch was fehlen. Aber cool, also ist ein spezielles Poster auf jeden Fall. Ist auch schön dick. Kann man sich aussuchen, welche Seite man aufhängen möchte. Um 16 Uhr gab es dann noch so eine Drehradaktion. Ja, dann gab es ja noch zuletzt die Auktion mit dem Drehrad.
Und da konnte man Hauptgewinne gewinnen. Im Internet stand, man konnte Sticker, Buttons oder Anime-Merch oder Mangas gewinnen. Und dann bin ich halt nochmal dahin gefahren. Ich war um 17:03 Uhr da, weil ich dachte, dass das erst um 17 Uhr beginnt. Aber leider hat das erst schon um 16 Uhr begonnen. Und dementsprechend hatten die nicht mehr so viele Sachen da. Und ja, ich habe mein Glück versucht. Ich habe den Hauptgewinn gezogen, also den Hauptgewinn erdreht. Da konnte ich mir dann in so eine Kiste nagelneue Mangas aussuchen. Also ein Manga durfte ich wählen. Und da war fast nichts mehr da, was irgendwie halbwegs interessant war. Außer das hier, Hey Sensei, Don't You Know? Ich kenne den Manga nicht. Ich weiß nur, dass es eine Zeit lang diese I Love Shoujo Mangas sehr beliebt waren. Also vor allem die mit diesen Stickern hier, weil hier gab es Sammelkarten. Ich hatte damals von Arina Tanemura, Sakura hieß das, glaube ich. Genau, den ersten Band von Sakura damals geholt. Da war auch so eine I Love Shoujo Karte drin. Und eine Zeit lang haben das sehr, sehr viele gesammelt und haben sich diese ganzen Mangas geholt, wo es halt diese Sammelkarten drin gab. Ja, ich dachte mir, das wäre so das Einzige. Also ich finde das nicht so krass interessant von der Story her, aber vielleicht überrascht mich das. Also ich habe hier hinten gelesen, das war so einigermaßen okay. Muss ich mal schauen. Aber cool, dass auf jeden Fall so eine Sammelkarte drin ist und dass das sealed ist. Und nagelneu. Genau. Ansonsten konnte man sich halt Buttons erdrehen, so Lesezeichen, Kulis, Sticker gab es dann noch. Genau, also ganz viele verschiedene Sachen. Ja, und vor mir war das so gewesen, da war eine Person, die wollte sich halt also diese kostenlosen Mangas holen und hat dann gefragt, ja, wie viele darf ich denn nehmen? Und dann hat diese Frau gesagt, nehmen Sie sich so viele, wie Sie möchten, weil wir haben noch so viele über. Und ja, es waren ja nur noch 3 Stunden, bis der Laden zumacht. Und dann dachte ich, okay, wenn die Person vor mir sich nehmen darf, wie viel sie möchte und die Person, also die Verkäuferin, das auch so gesagt hat, dann habe ich mir ja auch noch 2 weitere Mangas mitgenommen. Und zwar einmal für mich, das hier, Zeichnen wie ein Mangaka. Eigentlich habe ich mehrere solcher Manga-Bücher, also wie man halt Mangas zeichnet. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin irgendwie zu faul, um mich da wirklich so lange hinzusetzen und immer wieder zu zeichnen. Weil damit man besser wird, braucht man halt Übung, ne? Also das ist die Sache. Aber ich dachte, ich nehme es trotzdem mal mit. Und für meinen Mann habe ich noch den hier mitgenommen. Das sah irgendwie interessant aus. Das war irgendwie auch das letzte Exemplar jetzt von diesem Manga. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das ja ein interessanter Manga, wenn schon nur noch eins da ist. Dann habe ich ihm halt den hier noch mitgenommen. Ja, so im Großen und Ganzen war das ziemlich cool gewesen und ich freue mich auf jeden Fall auch aufs nächste Jahr und ich hoffe, dass ich da auch beim Zeichenwettbewerb mitmachen kann. Im Übrigen, falls ihr Cosplayer seid, da gibt es auch einen Cosplay-Wettbewerb mit einer Jury und einem roten Teppich, wo ihr teilnehmen könnt und auch noch viele coole Sachen gewinnen könnt. Genau, ich hoffe, dass mein Vlog soweit für euch interessant war. Ich bin mega gespannt, ob ihr nächstes Jahr auch zum Manga Day gehen werdet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr findet, dass die Aktion cool ist, ob die euch überhaupt anspricht, oder ob ihr nichts damit anfangen könnt. Ja, Leute, ansonsten freue ich mich wie immer auf ein Like, einen Kommentar und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne mit einem kostenlosen Abo machen. Ansonsten sage ich wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und das war der Manga Day 2025.